Zurück live zum 12. Lauf der Pro Superbike Meisterschaft hier am Pannonia-Ring in Ostfiesole. Und dieser 12. Lauf ist etwas ganz Besonderes, denn er ist gleichzeitig auch das Jubiläum, das 100. Rennen, das stattgefunden hat oder beziehungsweise das stattfinden wird heute seit der Gründung der Pro Superbike Serie 1991. Und das Team Suzuki Deutschland hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht und hat nämlich diese GSX 750R umlackiert in den Jubiläumsfarben und hat sie gestern auf einer feuchtfröhlichen Feier dem Gründer der Pro Superbike Serie und dem Ex-Rennfahrer Franz Rau sozusagen unter den Hintern geschoben. Seitdem sitzt er immer noch drauf. Franz, willst du den Jungs heute noch mal zeigen, dass ein alter Hase hier einen neuen Rundenrekord aufstellen kann auf einer Kiste? Ja, das wird mir natürlich sicher nicht gelingen, aber das Motorrad wird mit Sicherheit einen entsprechenden Platz in meinem Büro bekommen, solange ich es behalten darf von Suzuki Deutschland. Wie sieht es denn aus? Die Pro Superbike Serie damals ziemlich mit Schwierigkeiten gestartet. Im Jahr 1991 in Speyer war das erste Rennen. Wie hat sie sich entwickelt, wenn du mal resümierst, die letzten 100 Rennen? Ja, der Start war sicher nicht einfach. Es ist letztendlich so, dass wir sehr viele Bemühungen gemacht haben, aber mit all der Unterstützung, die wir von der deutschen Motorradindustrie erhalten haben, konnten wir letztendlich aus der Pro Superbike, aus der deutschen Meisterschaft doch eine ansehnliche internationale Serie auch machen. International, das heißt, unter den ersten 10 sind viele Fahrer auch, nicht nur aus Deutschland, sondern eben aus dem Umland hier, aus den internationalen Ländern wie in Europa. Ja, natürlich. Wir haben Fahrer aus Ungarn, Italien, Spanien, Frankreich. Großteil ist natürlich, sind die deutschen Fahrer, ist klar. Aber wir fahren ja auch aufgrund unserer Rennstreckensituation in Deutschland viel im Ausland. Und deshalb kann man schon sagen, dass die Serie schon sehr international ist. Da wir dich jetzt schon mal hier haben, machen wir auch den Tipp des Tages. Wen siehst du als Ersten heute durchs Ziel kommen im 12. Lauf? Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Das erste Rennen hat gezeigt, dass alles sehr dicht beisammen ist. Wir haben 4 Fahrer, die eigentlich gewinnen können. Ich würde mir wünschen, dass der Andreas Meklau, zum einen ist er hier Lokalmatador, mehr oder weniger, dass er gewinnt, weil er könnte auch dann die Meisterschaft noch offen halten. Denn wenn Christa Lindholm wieder gewinnt, wäre er vorzeitig Meister. Und das wäre natürlich für das letzte Rennen in Hockenheim nicht so schön. Also hoffen wir alle, dass Andreas Meklau es endlich schafft, einmal Erster zu werden. Wir geben jetzt zurück zu Peter Kohl, übrigens auch ein Jubiläum für ihn, denn er hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Ja, vielen Dank, aber das lassen wir jetzt mal ganz am Rande. Denn jetzt werden wir erstmal ein bisschen arbeiten. Es gibt neue Daten und Informationen, die wir Ihnen weiterreichen wollen. Eine kleine Randbemerkung sei allerdings noch erlaubt. Besser gesagt 2. Erstens, es gibt wohl keinen cooleren Sonnenbrillenträger im Fahrerlager als den Franz Rau. Das sah schon sehr edel aus. Die Damen werden weltweit weinen. Sie haben seine schönen Augen nicht gesehen. Schade. Und das Zweite, haben Sie rausgehört? Andi Meklau, der Lokalmatador. Wir befinden uns bitteschön hier in Ungarn und nicht in Österreich, wo dieser junge Mann hingehört, den wir gerade sehen. Aber das hat noch so ein bisschen was im Denken wie bei der K&K-Monarchie. Die Geschäftsführer hier sind alles Österreicher, die Investoren am Pannonia-Ring sind alles Österreicher, der Lokalmatador kommt auch gleich aus Österreich. Also hängen wir hier ein bisschen die Fahnen um und dann stimmt das Ganze wieder. Wollen wir das nicht zu ernst nehmen. Allerdings, man spricht Deutsch in der ganzen Gegend hier. Auch das macht die ganze Arbeiterei ein bisschen leichter. Hier sehen wir den Triumphator des ersten Durchgangs am Pannonia-Ring. Das ist Christa Lindholm, der jetzt entspannt in die Kamera lächelt. Hat mir vorher noch gestanden, ich konzentriere mich permanent darauf, dass ich nicht den Gedanken im Hinterkopf habe, ich bin quasi schon Meister. Ich versuche das ganz weit nach hinten zu drängen, aber irgendwo unterschwellig, so in der letzten Runde, kommt es dann doch mal hoch. Und ich habe natürlich jetzt die große Chance vor Augen. Ich muss sie jetzt nur noch nutzen. Deshalb noch einmal voller Blick nach vorne. Ich will diesen zweiten Durchgang gewinnen. So, und ich stehe hier mit Peter Leuthardt. Das ist ein Schweizer Privatfahrer. Peter, ist eine harte Geschichte, oder? Ja. Ist eine harte Geschichte für dich, hier diese Rennen zu fahren. Vor allen Dingen, weil du es als Privatfahrer machst. Wie schlägst du dich so durch? Ja, es geht so. Hier habe ich ein bisschen Probleme mit der Strecke, weil es sehr wellig ist und einen Techniker habe ich nicht, wo mir das Zeug einstellt. Also muss ich die Mittellinie herausfinden und so gut wie es geht fahren. Also wir wünschen dir viel Glück und sei tapfer. Wir gehen zurück zu Peter. Ja, wie schlägt er sich durch? Erst der rechte Haken, dann der linke Haken, aber das würde natürlich eine Disqualifikation mit sich bringen. Dennoch, es gibt einige Fahrer im Feld, die würden sich eine solche Vorgehensweise jetzt wohl wünschen, denn der Christa Lindholm, er hat den Titel 97 greifbar nahe. Wie sieht die Route aus? Er muss letztendlich nur einen Platz vor Andi Meklau über die Ziellinie fahren und dann hat er es. Dann kann er heute Abend richtig abfeiern. Das wird er vielleicht auch so tun. Es gibt für ihn viel Zeit und Gelegenheit, bis zum Finale am Hockenheimring zu entspannen. Zwischen den Läufen fährt er ja immer nach Hause, nach Schweden.
um abzuschalten. Und teamintern ist auch klar, es gibt keine weiteren Testfahrten mehr. Warum auch? Die Maschine läuft optimal. Dennoch, er sagt, ein ganz großer Wurf für Yamaha, wenn es uns denn gelingen sollte mit dem Titelgewinn. Denn diese Yamaha ist alles andere als auf dem letzten Stand der Entwicklung. Und in Anführungszeichen, jetzt mal despektierlich formuliert, mit dem alten Hobel den Titel nochmal gewinnen, das ist schon eine richtige Nummer. Ja, also Yamaha macht wirklich aus diesem betagten Motorrad in Anführungsstriche wirklich das Beste. Und es ist schon mal wunderlich, wie viele Jahre dieses Motorrad wirklich ganz vorne mitfährt. Jetzt hat er ja den Maschinenwechsel vorgenommen zu Beginn der Saison, setzt sich auf die Yamaha drauf, gewinnt den Titel. Ist es für ihn dann empfehlenswert, die Marke nächstes Jahr wieder zu wechseln? Denn ansonsten erwartet ja jeder, dass er diesen Titelgewinn wiederholt. Ja, es ist schwierig jetzt für ihn. Also ich denke, dass er sich jetzt das Beste rausholen wird, weil er hat die besten Karten. Er kann jetzt bei den Teams wirklich, steht er super da, ob mit Titel oder ohne. Er hat dieses Jahr wirklich das Beste gezeigt. Und ich denke, dass er vielleicht, wenn er die Möglichkeit hat, ein besseres Angebot zu kriegen, dann wird er auch wechseln. Udo Mark hat es vorher schon erwähnt, sollte der Christa den Titel gewinnen, dann hat es auch der richtige Fahrer gewonnen. Er zollt ihm damit Riesenrespekt für eine tolle Saisonleistung und die hat er auch wirklich hingelegt auf den Asphalt der verschiedenen Strecken. Das muss man einfach mal so feststellen. Das muss man genauso sagen und man sieht ja auch, er hat es nicht nur mit einem Motorrad geholt, sondern wirklich von einer Ducati mit 2 Zylindern auf so einen 4-Zylinder und gleich danach das Jahr das wiederholt. Also es ist schon wirklich ein starker Fahrer oder der stärkste Fahrer im Moment. Schauen wir ein bisschen in die Startaufstellung, damit der Blick rüber zum Monitor. Und wir sehen natürlich ganz weit vorne wieder den Christa Lindholm, den Sieger aus dem ersten Lauf mit der Startnummer 1 hier fahrend rund um den Kurs. Er 31 Jahre alt und vielleicht der alte und neue Meister. Fragezeichen, er kann es hier dicht machen. Wir werden sehen, ob es gelingt. Andreas Mecklau, er war immer nahe dran, aber so das letzte i-Tüpfelchen hat gefehlt. Er kam nie gleich auf mit Christa Lindholm, hat ihn sehr viel Druck gemacht, dennoch nicht vorbeigekommen. Udo Mark, er hat genau das festgestellt wie wir auch. Der letzte Tick Speed hat ihm gefehlt, um vorbeizuziehen. Jochen Schmid mit dick geschwollenen Halsadern fühlte sich durch den Sturz von Brian Morrison, der sich direkt vor ihm hingelegt hat, komplett behindert. Der Abriss nach vorne war da und er kam dann auch nicht mehr an die Spitze ran. Gregorio Levia, die ersten 5 Runden 1,57er Zeiten flach und dann ab der 6. Runde 1,58er Mitte und hoch. Der Reifen hat einfach nachgelassen, so wie immer. Er hat nichts anderes erwartet. Eskil Sutter. Tolle Leistung des Schweizers im ersten Lauf. Er kam immerhin unter die Top-10-Fahrer. Genau gesagt wurde er Achter und das ist schon allerhand. Sebastian Fitztum, der Profi-Skiweltmeister, auch er bester Laune, kann man nicht behaupten von Harry Fatt. Er in der letzten Runde im Kampf um Platz 13 im Gefecht gegen Heinz Platazis. Außen wollte er überholen, zu viel Gas gegeben, der Hinterreifen weggeschmiert und dann lag er auch schon im Dreck. Da war einiges kaputt. Dennoch im zweiten Lauf er mit der knallorangenen Maschine wieder mit dabei. Und Laszlo Papp, der Mann aus Ungarn, trainingslangsamste gewesen. Und das will ich jetzt mal nicht respektlos so stehen lassen. Aber er das Ende des Feldes. Gar nicht so einfach, so eine Maschine mit Tempo hier um diesen Kurs herum zu bewegen. Und das wird alles noch viel schwieriger. Wir sehen die eingeblendeten Daten. Es hat sich nichts verändert zum ersten Lauf. Ein bisschen erstaunlich, denn die Sonne steht jetzt wesentlich höher. Es hat keine Wolken gegeben, aber doch ein relativ angenehmes Lüftchen, was hier weht, und das wird die Fahrer freuen. Sie haben im ersten Durchgang vielleicht die Startampel vermisst. Die ist defekt, kann passieren, nagelneue Rennstrecke. Dass da beim ersten ganz großen Rennen nicht alles 100%ig hinhaut, ist einmal drin. Dennoch ein bisschen Verwirrung bei den Fahrern. Es gab eine 3-gestreifte Flagge als Startsignal, nämlich die Deutschlandfahne. Normalerweise, laut Reglement, müsste da eigentlich eine grüne Flagge kommen. Sei es drum. Die meisten haben richtig reagiert, voll Gas gegeben zum richtigen Zeitpunkt. Mal sehen, wie die Rennfunktionäre das Ganze jetzt handhaben werden. Noch ist rot geflaggt. Es stehen noch nicht alle auf der 100%ig richtigen Position. Aber es wird sicherlich gleich soweit sein. Was geht jetzt im Fahrer vor in diesen letzten Sekunden? Also man ist jetzt wirklich voll konzentriert und ist praktisch schon an der ersten Ecke, sagen wir mal, und muss dann wirklich sehen, die Lücke zu finden. Man ist wirklich absolut konzentriert. Hoppla, die Ampel ist da, zeigt auch rot. Schön. Strom in Ungarn und mit grün geht's weiter und das Feld fliegt davon entlang dieser Startzielgeraden. Zunächst geht es erst den Hügel rauf, dann leicht runter und rein in die erste rechts und Christa Lindholm diesmal nicht ganz vorne. Das verspricht zumindest spannend zu werden. Udo Mark hat es geschafft, hinter ihm Andreas Mecklau, dann Jochen Schmid, Gregorio Lavia und Christa Lindholm nur an der 5. Position. Direkt vor Michi Rudroff liegend will er es hier künstlich spannend machen. Ich glaube,
er will es nicht künstlich spannend machen, aber ja, es ist ja eben, dieser Start ist enorm wichtig und deswegen wird er jetzt wirklich versuchen, dann nach vorne zu kommen, weil seine Meisterschaft, die möchte er schon ganz gerne hier nach Hause fahren. Rob Phillips, der sich vorne platzieren konnte mit einem Raketenstart, hat hier 3 Positionen verloren in dieser Kehre. Ganz offensichtlich ein Verschalter von ihm, er ist da plötzlich langsamer geworden. Würde mich nicht weiter wundern mit seiner getapten, gebrochenen linken Hand. Da einmal die Kupplung zu ziehen, das ist natürlich schon ziemlich anstrengend und das muss ja alles sehr exakt ablaufen. Ja, im zweiten Lauf ist es doppelt schwer, er konnte sich nicht so lange regenerieren, ausruhen, weil ja, mit so einer gebrochenen Hand, oh, ein schwerer Sturz da, kann ich leider jetzt nicht sehen, wer es war. Aber Fahrer okay, Gott sei Dank. Mit der 51 im Dreck liegend, das ist allemal Jean-Pierre Janda, der Franzose bei seinem allerersten Pro-Superbike-Rennen überhaupt. Und Gott sei Dank, beide Fahrer stehen. Für mich das schönste Geburtstagsgeschenk, denn das sind immer wieder Situationen, da bleibt mir das Herz fast ein bisschen stehen. Die Strecke hier abseits des Asphalts, sehr, sehr hart gepresst, leicht wellig, mit vielen Steinchen. Die Maschine, wenn da abseits der Piste rausgeht, überschlägt sich sofort, steigt hoch wie ein Katapult. Wir haben das anhand der Bilder eindeutig gesehen. Das ist für die Fahrer auch gefährlich. Denn sollten sie vorausfliegen und die Maschine kommt hinterher, mein lieber Mann. Jean-Pierre Janda hat die rechte Schulter hängen lassen. Hoffentlich nicht ein Schlüsselbeinbruch, den hatten wir heute schon. Das als Information noch aus dem ersten Lauf. Thomas Klink aus Überberg, den es mit seiner Honda weggeschmissen hat. Ein doppelter Schlüsselbeinbruch. Schwierige Situation für ihn. Udo Mark bekommt jetzt schon kräftig Dampf von hinten. Andreas Mecklau klopft schon mal an. Andreas wird jetzt wirklich in dieser Phase, gerade wo Christa jetzt sein ja, sagen wir mal, Gegner der letzten Rennen etwas weiter hinten ist, wird er jetzt versuchen, an Udo vorbeizukommen. Wobei Udo auch den dritten Platz nicht als Maximum sieht vom ersten Rennen. Das wäre auch schlecht, dann hätte er nicht genug Ehrgeiz, dann sollte er mit dem Rennfahren aufhören. Als Rennfahrer will ich immer siegen, das ganz klar. Und wie die Maschine rumschwanzelt. Mein lieber Herr Gesangsverein, diese Suzuki hinten doch kräftig am Rumrudern beim Rausbeschleunigen. Er muss jetzt schon alles geben, um vorne zu bleiben. Udo ist auch einer, der unheimlich früh beschleunigt oder versucht zu beschleunigen und seine Arbeit liegt darin, diesen mechanischen Grip zu finden, praktisch den Reifen übers Fahrwerk auf den Boden zu pressen und da arbeitet er in letzter Zeit dran und er kommt auch immer besser in Fahrt. Genießen Sie diese wunderschöne rote Ducati von Gregorio Lavia, denn spätestens ab der 5. und 6. Runde werden wir ihn nicht mehr so weit vorne sehen. Diese Prognose wage ich jetzt einfach mal aufgrund der letzten Rennen. Aber vielleicht haben Sie ja den Wunderreifen gefunden in der Mittagspause. Alles möglich, viel Bewegung im Fahrerlager. Und ich hatte das große Vergnügen, bei Michi Rudolph eingeladen worden zu sein, bei den Bayern. Und was gibt es da kurz vor 12? Natürlich frische Weißwürste. Dafür noch einmal herzlichen Dank. Es geht hier sehr familiär zu in der Pro Superbike, man kann es immer wieder nur betonen und das ist auch schön. Die Fahrer in der Pause wechseln von Box zu Box, man unterhält sich sehr viel untereinander. Es ist nicht so, wie es oft in der Weltmeisterschaft ist. Man sitzt stur vor sich hin und sieht nichts rechts und links. Was er hier allerdings sehen musste, der Udo Mark wird ihm wenig gefallen. Gregorio Lavia plötzlich mega schnell unterwegs, an ihm vorbeigeschossen, an die Führungsposition. Und er sucht wieder einmal sein Heil in der Flucht nach vorne. Genau so ist es, weil abbauen werden die Reifen nun mal irgendwann und je weiter er jetzt vorne wegfahren kann, je besser ist es auch zum Schluss noch. Und vielleicht hat er auch jetzt ein ganz klein bisschen was Härteres rausgewählt und kann sich wirklich auch mal durchbetten zum Schluss. Oh, Hoppala, Andi Mecklau auf Abwägen auf der Cross-Country-Linie. Jetzt hat er die große Chance gehabt, den Christa Lindholm hier zu bügeln, vor ihm ins Ziel zu kommen und damit das Meisterschaftsfinale noch als solches stehen zu lassen. Und was macht er? Fährt zu den Fans raus. Ich meine, die Fannähe ist ja gefragt, immer wieder, aber doch nicht bitte während des Rennens. Was hat er da gemacht? Zu spät runtergegangen vom Gas? Zu spät umgelenkt? War einfach zu spät dran, hat dann gemerkt, dass es nicht mehr ging und hat aufgerichtet. Ist eigentlich so dieses Flucht im Gelände, was jeder Rennfahrer eigentlich auch beherrschen kann. Soll. Oh, ein super Video von ihm. Er ist wirklich auf der letzten Rille wieder, so kennen wir ihn. Bitte nicht Rille sagen, der fährt mit Slicks. Also. Das glaubt uns eh keiner mit der Rille. Oh, hat er da aufgebockt. Ich habe das Gefühl, er ist hinten drauf gesessen, fast auf dem Höcker von Udo Marks Maschine. Musste aufmachen, sonst wäre es zur Kollision gekommen und dann wären beide unten gelegen. Genau, er hat vorne dann massiv überbremst, ist fast vorne übergeschlagen und konnte da gar nichts anderes mehr machen, als loszulachen und ins Gelände zu fahren. Lavia jetzt also vor Udo Mark. Die beiden haben sich da vorne mal eingerichtet. Jochen Schmid in der 3. Position. Allerdings schon mit Windschattenabriss, vor allem in diesem Kurvengeschlängel. Da muss er schauen, dass er jetzt dran bleibt. Sonst wird das hier eine Zweimann-Nummer. Die Zeiten schon wieder unter 1,57.
Und hinter Jochen Schmid bereits Christa Lindholm. Der hat das mit dem Andy Mecklau natürlich komplett registriert und er weiß, dass er die drei da vorne erstmal ruhig fahren lassen kann, denn er ist auf der sicheren Seite. Ja, das stimmt, obwohl er muss wirklich 50 Punkte Vorsprung schaffen für das letzte Rennen und dafür wäre es ganz gut, wenn er hier gewinnen würde. Ja gut, ich meine, bei einem Sieg gibt es überhaupt keine rechnerischen Möglichkeiten mehr, aber wenn ich das richtig im Überblick habe, langen ihm dieser 4. Platz allemal. Damit ist die Meisterschaft auch entschieden. Wie schaut's aus nach 3 Runden? Lavia vor Udo Mark, Jochen Schmid, Christa Lindholm, Michael Rudroff auf Platz 6, Rob Phillis. Das australische Urviech, trotz Schmerzen, beißt er sich hier richtig gehend durch beide Rennläufe. Robert Hüber, Eskil Sutter, der Schweizer, wieder mal mit einer guten Vorstellung auf Rang 8. Lustig bei ihm, befragt nach den Gefühlen in seinem ersten Pro Superbike-Rennen, meint er, ich habe die letzte Runde total verpennt. Ja, wie das denn? Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass es die letzte Runde ist. Ich war so konzentriert, in der 250er WM haben die Rennen einfach viel länger gedauert und hier war plötzlich Schluss. Das kann man bei Lavia nicht sagen. Toller Zweikampf mit Udo Mark, die beiden geben sich's richtig. Die behagen sich wirklich aufs Beste. Also wenn man gerade diese Attacke gesehen hat, ne, das war schon wirklich wieder hart an der Grenze und deswegen sagen auch viele Fahrer, es ist nicht einfach mit ihm zu fahren, mit unserem Herrn Lavia, weil er geht richtig zur Sache. Das war jetzt sehr vornehm ausgedrückt, da habe ich schon andere Formulierungen gehört. Und da sehen wir beide gleich auch, wie er sich auf der Innenlinie hier vorbei presst. Der Udo Mark muss aufmachen, hat zumindest das Gefühl aufmachen zu müssen, sonst gibt es eine Kollision mit seinem linken Bein und das kann es dann auch nicht sein, aber damit spekuliert der Herr Lavia, glaube ich, auch jedes Mal, dass die anderen schon rechtzeitig zurückzucken. Ja, und wenn Sie schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, Mensch, der wird auf jeden Fall nicht zurückstecken, das ist natürlich für ihn ein Vorteil und wenn er es dann immer wieder durchexerziert, dann hat er damit eigentlich das erreicht, was er auch will. Ein beinharter Zweikämpfer, aber solche Piloten brauchen wir auch, solange es im fairen Bereich bleibt. Das bitte mit 3 Ausrufezeichen. Da hinten hat es wieder kräftig gestaubt, sieht nach Abflug aus. Vielleicht kann uns Werner Exler das Ganze zeigen. Jochen Schmid auf Abwägen, also jetzt purzeln an der Spitze, aber die Jungs hier kräftig durcheinander. Erst Andy Mecklau, jetzt Jochen Schmid. Das Ganze dennoch wohl schwieriger zu handhaben, als viele geglaubt haben. Ja, der Kurs, der ist natürlich auch sehr schwierig zu fahren. Durch diese Kurvenfolgen, durch dieses frühe Beschleunigen, dann im zweiten Lauf jetzt mit dieser Hitze kommen Konzentrationsschwierigkeiten drauf zu, auf die Piloten. Und ich nehme jetzt einfach an, dass es daran liegt, dass jetzt so viele wirklich so ein bisschen ausreiten. Da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema mit dem vielen Trinken bei der Hitze. Ist der Körper nicht richtig erholt, ist nicht genug Flüssigkeit nachgetankt worden, dann kommen auch diese Konzentrationsschwächen. Das gibt eine weiche Birne. Und unterm Helm, da ist natürlich auch ein gewisser Luftstau da. Und da ist es nochmal erheblich heißer als hier schon bei uns im Kommentatorenraum. Die Jungs müssen richtig arbeiten da draußen. Immer wieder das kräftige Umlegen der Maschinen. Das sieht man hier sehr schön aus der Rechtskurve raus. Volles Beschleunigen, immer wieder den Gegner im Blick haben. Und dabei schalten, beschleunigen, die Linie im Griff haben. Viele, viele Dinge, die da parallel ablaufen müssen, die sich automatisieren müssen im Verlauf dieses Wochenendes. Diesen Kurs muss man eigentlich komplett im Kopf haben, ohne darüber nachdenken zu müssen. Sowieso, also man muss auf jeden Fall so steuern, dass man alles reflexartig tut. Also man hat keine Zeit, irgendwas zu überlegen. Alles, was man tut, ist angeeignet, ist reflexartig, sonst wäre es einfach viel zu lange der Ablauf. Und der Udo Mark hat das, glaube ich, schon ganz richtig festgestellt. Ein Fehler hier, ein kleiner Fehler dort, das summiert sich hier extrem hoch. Und diesen Fehler nimmt man in die nächsten 2 Kurven mit. Das stimmt, genau so ist es. Und so ganz langsam, aber sicher kommt unser Christa wieder ran. Also ich denke, dass er auch aufschließen wird. Und der lacht sich natürlich ins Fäustchen über das, was die beiden an der Spitze sich da bieten. Die arbeiten sich auf, wie wir hier sehen bei Lavia. Der riskiert alles, um möglichst lange vorne zu bleiben. Da freut sich das Diceco-Team, ist sponsorwirksam, was er da tut. Aber ob er das durchhält, ich weiß nicht. Der Christa kann natürlich sich und das Material erst einmal schonen, zunächst abwarten. Wir sind erst in der 5. Runde und das wird für ihn besonders schwer werden, jetzt das über die ganze Distanz wirklich mit rüber zu bringen. Und Christa ist jetzt schon dran und er wird da noch einiges zu sagen haben. Aber der Abriss nach den ersten 3 ist schon extrem. Rob Phillis an der 4. Position liegend, vorgespült durch das Missgeschick von Jochen Schmid und von Andy Mecklau liegt jetzt schon 8 Sekunden fast zurück. Michael Rudroff 5., dann Jochen Schmid, Andy Mecklau, er hat sich schon wieder auf Rang 7 vorgearbeitet, trotz dieses ellenlangen Ausrittes. Sein Rückstand 13,3 Sekunden nach 5 Runden, da ist vielleicht noch ein bisschen was drin. Eskil Sutter auf Rang 8, dann Robert Hüber, Brian Morrison auf Rang 10 mit dabei.
Er hatte, wie schon von dir richtig vermutet, im ersten Lauf einen Highsider gehabt, ist über das Vorderrad abgestiegen, nachdem er das Gasgeben ein bisschen übertrieben hat, direkt nach dem Überholmanöver, als er an Jochen Schmid vorbeigezogen war. Und es rührte auch ein bisschen daraus her, dass er Schwierigkeiten hatte, runterzuschalten. Die Gänge gingen nicht richtig rein. Und deshalb wurde in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf der Motor komplett gewechselt an seiner Maschine. Die Abstimmung wohl nicht ganz optimal. Der Langstreckenweltmeister kann eigentlich mehr als auf Platz 10 herumfahren. Das ist vollkommen richtig und ja, die drei sind jetzt wieder ganz eng zusammen und ich vermute, dass Christa wirklich nicht auf Ankommen fährt. Er wird hier nochmal versuchen zu siegen und alles auf super sicher machen. Er weiß, dass er dem Publikum natürlich auch ein bisschen was schuldig ist und er ist Sportler durch und durch und die wollen natürlich gewinnen. Mathematik nicht unbedingt sein großes Ding. Er ist Rennfahrer vom Herzen und da heißt es siegen, die anderen niederfahren, dann haben sie noch mehr Respekt vor ihm. Wenn er das hier schafft, dann ziehen sie heute alle ihren Hut und gratulieren ihm auch, denn da gibt es, glaube ich, keinen Deut. Er hat einfach die konstanteste Leistung über den kompletten Saisonverlauf hingelegt. Die neuesten Informationen aus der Boxengasse. Schmid und Meglau sind beide draußen, nicht mehr auf der Strecke unterwegs. Da hoffen wir, dass wir doch bald Informationen bekommen, obwohl der Monitor mir hier gerade Jochen Schmid zeigt, als frisch durch Ziel durchgegangen, als Sechster, Andi Meglau als Siebter. Entweder ein Datenfehler oder die beiden sind wirklich noch auf der Strecke. Wir werden es gleich sehen. Haben auch nur dieses Monitorbild als Kontrolle vor uns. Kein Blick runter auf die Strecke. Der geht uns hier ein kleines bisschen ab. Wir sind also auch abhängig von den Bildern, die uns unser Regisseur Werner Exler liefert. Diese Bilder allerdings fantastisch. Motorsport zum Anfassen. Und die drei da vorne, die kämpfen beinhart um den Sieg. Christa Lindholm derweil an zweiter Position. Udo Mark hat das Tempo nicht halten können und sofort der Abriss da. Als ob plötzlich beim Udo Mark im Auspuff eine Kartoffel stecken würde und der Leistungsverlust da wäre. Wie ist das zu erklären? Es kann ein ganz kleiner Rutscher gewesen sein, der mit so einer leichten Konzentrationsschwäche so praktisch endet. Man hat praktisch, wenn man einmal rutscht und dann überholt dich auch noch einer, wie hier der Christa, dann ist so ganz klein bisschen der Schwung weg, so diese Linie. Und wenn er sich gleich wieder findet, dann bin ich auch sicher, dass er wieder rankommt. Der könnte in der Pathologie arbeiten, der junge Mann. Der Schwede seziert hier das Feld richtig schön mit feinsäuberlichen Schnitten. Kaum ist die Chance da, ist er schon durch. Der nutzt hier jedes kleine Fackeln der Konkurrenz aus. Aus diesem Holz sind Meister geschnitzt. Meinte noch nach dem ersten Lauf, habe nie geglaubt, dass ich diesen Durchgang gewinnen kann. Für mich ein ganz fürchterlicher Vormittag an diesem Sonntag. Mit dem Gedanken, mit der Ersatzmaschine fahren zu müssen, von der er genau weiß, dass sie pro Runde rund 1 Sekunde langsamer ist als die Topmaschine, hat er sich plötzlich unter Druck gesehen, dass es hier mit der Meisterschaft vielleicht doch noch enger werden könnte. Und da sehen wir einen Jochen Schmid mit der Nummer 2. Also, ist noch im Rennen, Gott sei Dank, der Mann aus Backnang. Das hätte er nun auch nicht verdient gehabt, gleich in der ersten Runde des Rennens aussteigen zu müssen. Er auf alle Fälle noch mit dabei und auch Andi Meglau wird uns als Sechster hier noch bestätigt. Schauen wir mal die weiteren Vorgänge an. Also Gregorio hält sich wirklich gut jetzt mit unseren angesprochenen Reifengeschichten. Also da muss man wirklich sagen, er hält sich hier wacker und dass er so lange wirklich vorne fahren kann, ist schon wirklich verwunderlich. Andi Meglau nach wie vor mit der schnellsten bisher gefahrenen Rennrunde. Das nutzt ihm natürlich momentan herzlich wenig. Vorne an der Spitze Lavia vor Lindholm und Udo Mark. Dann der Abriss. 10 Sekunden Rückstand für Rob Phillips, dem Michael Rudroff im Genick sitzt. Und Andi Meglau hat auch schon wieder aufgeschlossen. Und der Michael neben mir, der zuckt schon die ganze Zeit. Christa ist gerade ein ganz klein bisschen abgetrieben worden und gleich der Blick ging nach Udo, weil Udo wäre fast innen durchgeschlüpft. Und auch Christa kämpft jetzt auf der wirklich am Limit, wirklich am Limit. Und er versucht jetzt die Lücke wieder zu schließen. Aber Gregorio ist unheimlich stark auf der Bremse, wie wir es ja auch eigentlich schon die ganze Zeit gesehen haben. Weil gerade in der letzten Runde, da war so ein Ausbringungsmanöver, was Christa gestartet hat. Und das endete wieder für Gregorio.
Aber mit diesem kleinen Torero aus Spanien muss ich mal ein ernstes Wort reden. Der hält sich nicht an unser Drehbuch. Wir haben eigentlich erwartet, dass er nach der 5., 6. Runde wird nachlassen müssen. Von wegen 7,5 Runden absolviert und der Junge sitzt immer noch ganz vorne. Vielleicht macht das so wie am Nürburgring. Ein Laufsieg ist mein. Könnte durchaus sein. Es sei ihm zu gönnen und er hat sich das Richtige rausgesucht. Und wenn er sich so lange halten kann vorne, dann wird das auch die letzten 3 Runden wirklich mit aller Verbissenheit versuchen. Die Saisonplanungen laufen natürlich auch bei ihm. Es gibt viele Gespräche momentan mit der Mannschaft. Die Mannschaft wurde angesprochen wiederum von anderen. Ob denn ein WM-Start im nächsten Jahr im Bereich des Möglichen liegt, alles noch offen, sagte ich, weiß gar nichts. Wir müssen noch ein paar Wochen abwarten, aber er würde natürlich gerne die WM fahren, ganz klar. Das muss eigentlich das Ziel sein eines jeden Rennfahrers, wenn er hier die deutsche Meisterschaft wirklich ganz vorne mit beendet, dann im nächsten Jahr die WM zu fahren, weil das Zeug dafür hat er. Er war immer unter den ersten 5 platziert im Verlauf der Saison. Nur einen einzigen Ausreißer hatte er, das war am Sachsenring im ersten Lauf, da wurde er 12. Allerdings, und das sei auch erwähnt, durch eine Behinderung, eine Überholaktion, bei der es zur Berührung kam, er von der Strecke runter musste. Daran war er allerdings selber auch nicht ganz unschuldig, das wollen wir auch vermerken. Dennoch ein Topfahrer, immer unter den ersten 5 über die ganze Saison hinweg, das muss man erst einmal machen. Und Christa Lindholm hat sich wieder herangearbeitet, saugt sich förmlich an diesen beiden Auspuffrohren von Gregorio Lavilla fest. Und es wird nicht mehr lange dauern und dann kommt die Attacke, da bin ich mir sicher. Udo Mark kann das Tempo mitgehen, das ist schön. Er hat sich jetzt auch wieder gefangen. Also, wie wir vermutet haben, dass Udo praktisch schon ein ganz klein bisschen den Rhythmus verloren hat und jetzt wieder dran ist. Auch für ihn ist wirklich noch der Sieg in greifbarer Nähe. Er kommt immer so ein ganz klein bisschen schlechter raus. Es ist nur so ein Bruchteil, aber es reicht eben nicht bis zur nächsten Ecke dann vorzufahren. Die Markenvielfalt vorne, wir sehen eine Ducati, eine Yamaha, eine Suzuki und wir haben einen Pirelli-Reifen, danach einen Michelin und einen Dunlop, also alles, was man hier so im Fahrerlager auffinden kann, vorne an der Spitze mit vertreten. Nur bei Kawasaki rollen wahrscheinlich jetzt so die Tränen. Die fahren momentan ein bisschen hinter der Musik her, hauptsächlich natürlich wegen des Ausritts von Jochen Schmid und da haben wir die Attacke und Lavilla ist zurückgefallen an die 3. Position. Beide durchgegangen. Sowohl Christa Lindholm als auch Udo Mark und das ging recht schmerzlos. Rapzapp waren beide weg, aber die Gegenattacke, der Konter von Gregorio Lavilla, der lässt sich sowas natürlich nicht so einfach gefallen und jetzt werden die Positionen durcheinander purzeln. Denn er hat auch Christa Lindholm noch nicht abgeschrieben. Den will er nicht gehen lassen. Ole! Zieh den Gashahn durch, dann wird es nochmal richtig spannend, Junge. 3 Runden haben wir noch. Besser gesagt 2,5. Das gibt hier nochmal richtig Zunder, so soll es sein. Er lässt nicht locker, es ist wirklich schon eine Augenweide dazu zu schauen. Er slidet, er rutscht und trotzdem ist er immer voll am Gas. Und auch Udo wird jetzt wieder versuchen, an ihm vorbeizukommen, weil es ist nicht so gut, bei ihm in die Nähe zu fahren, weil er steht schon mal manchmal ganz schön quer. Dass der Christa allerdings am Ende des Rennens nochmal zulegen kann, hat er im ersten Lauf hier am Pannonia-Ring bewiesen. Die schnellste Runde ist er in der letzten gefahren mit 1,56,50. Das hat selbst ihn ein bisschen erstaunt. Er meinte, da habe ich eigentlich nur noch im Kopf gehabt, an die Mecklau zu blockieren. Bin alles andere als die mir gedachte Ideallinie gefahren und bin plötzlich am schnellsten. Kann ich mir nicht erklären. Das ist auch wirklich verwunderlich, weil gerade auf diesem Kurs, wo es ja eigentlich darauf ankommt, den Schwung mitzunehmen, aber er hat wahrscheinlich dann unheimlich spät gebremst und darüber den Speed so ein bisschen mit rüber gerettet. Aber er hat wirklich, wie wir vorhin auch gesehen haben, die letzte Runde ja, mehr Blockade gefahren. Und das ist ja auch absolut okay, weil in der letzten Runde sollte man sich das nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Aber da sieht man auch, was der Mann für Potenzreserven hat auf dem Motorrad. Er kann hier an der Spitze des Feldes fahren und hat immer noch irgendwo was zuzusetzen, während die anderen eigentlich schon über ihr Limit fast hinaus sind. Jetzt in der letzten Runde, da ist wirklich, jetzt kommt Udo nochmal auf der langen Gerade und ja, er hat es nicht ganz geschafft. Jetzt gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil ja Gregorio wirklich auf der Bremse allererste Sahne ist. Und das merkt man nach dieser langen Beschleunigungsphase über 700 Meter Länge. Endgeschwindigkeit rund 260, dann das volle Anbremsen, runterschalten in den 3. Gang. Das muss man können, da muss man ein bisschen Herz für haben. Volles reinlegen, aber der Christa Lindholm
ich habe es im Gefühl, der macht hier den Deckel dicht. Der Christa ist echt bewundernswert. Also wie er es macht, mit welcher Lockerheit er praktisch von hinten, in Anführungsstrichen, von der 5. Stelle so nach vorne sich ranschleicht, rankommt, überholt. Also er hat es wirklich von allen am meisten verdient in diesem Jahr, muss man so sagen. Und das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. Da ist er auf der Gegenseite des Kurses, hat den großen Tower auf der Startzielgeraden schon im Blick. Er weiß genau, noch ein paar Kurven und dann habe ich's. Den ersten Reifen hat er schon verheizt fürs Publikum als Burnout. Mal sehen, was er sich jetzt einfallen lässt. Schmeißt vielleicht die ganze Maschine weg. Würde seinen Teamchef natürlich weniger freuen, würde er auch kaum machen, klar. Aber was jetzt innerlich in ihm vorgeht, da ist bestimmt eine ganz spezielle Anspannung da. Auch wenn er letztes Jahr schon mal Meister geworden ist, niemandem mehr was beweisen muss. Aber wenn man es so in Griffnähe hat, aus den letzten Kurven herauskommt, da geht der Adrenalinpegel hoch. Ja. Keine Frage. Überhaupt schon in Führung liegend. Die letzte Runde ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und dann noch die Meisterschaft vor Augen, da geht bestimmt einiges in ihm vor. Nass geschwitzt, der Kombi innen drin, aber das wird er jetzt alles gar nicht spüren. Nochmal kurz der Kontrollblick nach hinten. Gregorio Lavia weit genug zurück, das hat er registriert. Er braucht jetzt nichts mehr riskieren. Die letzten Meter für den Meister der Pro Superbike 1997. Christa Lindholm hat es geschafft und was für ein Freudenausbruch. Lassen wir die Euphorie bei dem jungen Schweden. Wir haben noch ein paar wichtige Verbrauchertipps. Lassen kurz unser Sparschwein quieken und sind dann gleich wieder zurück. Mit einem totalen Triumph auf dem Pannonia-Ring. Christa Lindholm, der Doppelsieger, mit einem erneuten Burnout. Und hier verabschiedet er wohl auch seinen zweiten Motor an diesem Tag. Hat Michael gerade eben spekuliert drauf. Er muss ja nichts zurückhalten am Material. Vielleicht, das große Fragezeichen, darf er den WM-Lauf in Assen nächstes Wochenende bestreiten, aber eher wohl nicht. Michael Rudroff, wieder hervorragender Sechster geworden. Rob Phillis mit Handbruch und verdrehtem Knie auf Platz 7. Eskil Sutter bei seiner Pro Superbike Premiere auf Rang 8. Dahinter die folgenden Fahrer. Sebastian Vitzthum, Sie sehen es, unser Profi-Ski-Weltmeister aus dem letzten Jahr aus Österreich. Wieder mit Rang 12 und das ohne jegliche Erfahrung und Training. Also was der hier hingezaubert hat, das ist schon aller Ehren wert. Rund 20.000 Zuschauer hier auf dem Pannonia-Ring bei hochsommerlichen Temperaturen. Sie können zufrieden sein mit einem sehr spannenden Rennen. Für mich ein bisschen schade, dass Jochen Schmid und vor allem Andi Mecklau so früh aus diesem zweiten Lauf zurückgefallen sind. Die hätten hier nochmal richtig Musik reingebracht und Bewegung ins Feld. Es hat einfach nicht sollen sein. Damit steht der Meister der Saison 1997 fest, Christa Lindholm. Und sehen wir mal von seinen 0 Punkten ab, die er beim allerersten Lauf in Zweibrücken geschrieben hat, aufgrund eines technischen Defekts, da hat die Elektronik gesponnen, seine schlechteste Platzierung und das mit Ausrufezeichen, ein einziges Mal Platz 3, dann einmal Platz 2 und 8-mal Erster. Ich glaube, da gilt es nichts mehr hinzuzufügen. Er hat gezeigt, diese Yamaha ist voll meisterschaftswürdig und er ist es allemal. Ich schließe mich da nur an und man kann wirklich sagen, der Beste hat gewonnen, das Team hat super gearbeitet und es war auch eine spannende Saison und es ist auch für Hockenheim nicht unspannend geworden. Der Meister steht zwar schon fest, aber wir können trotzdem, jetzt kann er locker befreit auffahren und es haben immer noch Andreas Mecklau und auch Udo Mark jetzt endlich mal die Chance und noch die Möglichkeit, wenigstens einen Lauf zu gewinnen dieses Jahr. Ein herzliches Dankeschön auch an die komplette Technik hier vor Ort, an die Kameraleute, die kräftig gerudert und geschwitzt haben bei diesen Temperaturen. Sie haben uns wunderschöne Bilder geliefert, Motorsport nahe und zum Anfassen. Und das ist bei diesen hohen Geschwindigkeiten, vor allem in den engen Kurvenkombinationen, gar nicht so einfach. Das sei auch mal erwähnt. Dank auch an unseren Regisseur, an Werner Exler. Und wir wollen jetzt hören, was die Protagonisten der heutigen Rennen zu erzählen haben. Ja, herzlich willkommen hier bei der Siegerehrung, kurz vor der Siegerehrung. Gregorio Lavia ist bei mir. Man nennt ihn auch den Höllenreiter. Gregorio, they call you El Diabolo, the Hell Driver. You always go into the maximum, Gregorio, right? Man nennt sie auch den Höllenfahrer. Er sagt, klar, was soll ich machen? Ich gebe immer mein Bestes. Das ist auch bei Rennen notwendig. Ich habe alles versucht in diesem zweiten Lauf, aber sie haben mich kurz vor Ende überholt. Es war ein harter Kampf, aber so ist es nun mal. Christa Lindholm, so you're the Jan hat ihn verabschiedet und wendet sich dem Meister zu. Gratulation zu dem Meistertitel. Und er hatte den Eindruck, der Jan, dass er sehr cool diesen zweiten Lauf gefahren wäre, hätte alles beobachtet an der Spitze und sei dann einfach vorbeigezogen.
Christa hatte immer im Kopf, dass man vorsichtig sein muss bei diesen Rennen, das ist ganz klar. Er hatte neben sich den Jochen Schmidt und den Rob Phillips und dann hatte Rob plötzlich einen Aufsteiger, hat plötzlich am Boden verloren und dann hat er gemerkt, ich kann nach vorne gehen. Er hatte nie einen großen Plan für dieses Rennen. Er hat sich vorgenommen, wenn die Chance sich bietet, dann nehme ich sie wahr und das hat er natürlich auch eingehalten. So now from this moment on we call you Mr. Ice. You won the championships. Congratulations from our Also wir nennen Sie ab heute Mr. Eiskalt. Thank you very much. Herzliche Glückwünsche zur Meisterschaft und am Hockenheimring zum Finale sehen wir uns dann wieder. Die Siegerehrung ist angesagt. Die Herren versammeln sich jetzt oben auf dem Podium. Und da stehen auch die Mechaniker. Und denen gehört auch einmal ein Riesen-Dankeschön mitgeteilt, was die heute Morgen hier geleistet haben. Ein kompletter Motorenwechsel innerhalb von 40 Minuten. Die Maschine auf die Straße gebracht, den Fahrer nebenbei immer wieder beruhigt, der ganz schön hibbelig herumgelaufen ist. Und sie haben alles unter Kontrolle behalten. Und das über die ganze Saison hinweg, haben sich durch diesen Nuller gleich zu Saisonbeginn den Zweibrücken nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben immer an das Potenzial der Maschine und des Fahrers geglaubt. Und die stehen jetzt zu Recht ganz oben und genießen die Nationalhymne. Er hat seinen Titel aus dem letzten Jahr verteidigt, aber Michael, ich glaube, man kann gar nicht satt werden, Titel zu sammeln. Und ich denke, er wird auch heiß sein auf den nächsten, der in erreichbarer Nähe liegt. Ich glaube, da kann man nie satt werden und es ist wirklich schön zu sehen, wie das auch alles so ein bisschen harmonisch abläuft. Hermann Oetting, der Teamchef von Yamaha Deutschland, der freut sich auch sichtlich und die ganze Mannschaft hat gut gearbeitet und es wird auch hier auf hohem Niveau gearbeitet, ob es Suzuki, ob es Ducati oder auch jetzt in diesem Fall Yamaha ist. Aber man muss wirklich sagen, es wird hier Sport auf höchster Ebene gebracht. Pokalübergabe durch den Bürgermeister des naheliegenden Ortes, durch Istvan Vadasch. Und der grinst auch über beide Ohren bis zu beiden Läppchen. Ganz klar, der hat schon mal ein bisschen ausgerechnet, was an diesem Wochenende so alles hängen geblieben ist in den Restaurants und Hotels. Und das ist schon eine ganze Menge. Denn dieser Motorradtross, der rumzieht, das sind schon ein paar hundert Personen. Und da wird auch einiges an Geld ausgegeben. An so einem Wochenende soll auch sein, nicht nur knallharter Motorsport, sondern auch ein bisschen Vergnügen sei erlaubt. Und da wird es heute richtig knallen in der Mannschaft von Christa Lindholm. Da werden die Korken nur so durchs Zelt fliegen. Er hat den Titel ein Rennen vor Saisonende unter Dach und Fach gebracht. Thomas Klink, ihm gelten unsere Genesungswünsche an dieser Stelle. Doppelter Schlüssel beim Bruch. Ich hoffe, dass er am Hockenheimring mit dabei sein kann, wenn auch vielleicht nur als Zuschauer.